Hallo und herzlich willkommen zum 6. Spieltag der Soccercoin Europameisterschaft 2020. Ja, wie jeden Tag darf ich unseren Soccercoin TV-Experten begrüßen. Hallo, René Hobeck. Servus, grüß dich Marcel, hallo, hallo an unsere Zuschauer. Ja, wir haben jetzt alle Gruppen einmal durch. Waren ein paar spannende, interessante Spiele dabei. Gute Ergebnisse, überraschende Ergebnisse auf alle Fälle auch. Das definitiv. Ja, heute kommen wir zur zweiten Runde. Wir fangen wieder von vorne an mit der Gruppe A und mit der Gruppe B. Ja, da haben wir heute die folgenden Partien. Und zwar spielt Wales gegen die Türkei und Italien gegen Schweiz. Auf alle Fälle interessantes Spiel zwischen Schweiz und Italien, dass ich es rauskriege. Und in Gruppe B spielt Finnland gegen Russland. Okay, die ersten Entscheidungen werden heute schon fallen. Ja, denke ich auch. Ja, dann würde ich sagen, fangen Starten wir wir an gleich los. mit den Highlights der ersten Partie. Immer wieder ein Traum zu sehen, dass die Stadien gut befüllt sind. Ja, das erste Spiel heißt Türkei gegen Wales. Wer ist dein Favorit? Mein Favorit ist ehrlich gesagt Wales, Bin ich bei dir. da die Gruppe dann etwas spannender bleibt. wenn Das Wales ist richtig, jetzt aber die gewinnt. Waliser haben mich leider schon in der ersten Runde schwer enttäuscht. Ich gehe mit den Türken in dieser Partie. Ja, schauen wir mal, wie sie sich trennen werden hier. Ja, Gareth Bale hier ist eingeblendet, im ersten Spiel nicht von ihm gesehen. Von dem Rechtzeitig vom Superstar. Golfplatz gekommen, muss man auch dazu sagen. Ja, und dann starten wir rein in die zweite Türken mit dem Runde. Anstoß. Sodala. Ja, Bale gleich mal, schöner Pass. Jetzt Wales Schöner Pass, das muss das 1:0 fängt sein. gut an, schlechte Reingabe. Gut Schade. aufgepasst. Der Definitiv, Innenverteidiger. ja. Aber Wales kommt Bleibt nochmal dran, zur Brooks. nächsten Chance. Und wieder der türkische Torhüter. Mert, der Tormann ist wirklich gut. Der ist einer der Gewinner dieser EM bis dato. Sehr schön herausgespielt, der Türken. Schöne Flanke. Sehr knapp, sehr knapp. aber gut. Auch aufgepasst hier von dem Ja, waren Verteidiger. zwei Leute vor ihm auf jeden Fall. Schön geklärt mit einer Jetzt Scheren. Bale mit der ersten nennenswerten Szene hier in diesem Knapp Spiel. drüber, knapp drüber. Schöner Kopfball, leider nur knapp drüber. Ja. Hätte das 1:0 sein können. Tormann wäre hier chancenlos gewesen. Ja, Cananoglu, der kann gefährliche Ecken treten. jetzt auf der anderen Seite, Türkei mit der Ecke. Und toll Gut vom aufgepasst vom Tormann. Tormann. Jetzt steht er sehr weit draußen, kommt die Türkei nochmal. Bleibt Vor im das Tor. Ballbesitz. Bringen sie noch eine Flanke rein. Ja, nächste Flanke und findet aber keinen Abnehmer. Jetzt wieder die Waliser. Schlecht gemacht von Davis. der Türkei und der muss schießen, kann nichts anderes machen und trotzdem wieder eine tolle Parade vom Torhüter. Ja, natürlich, aber er hat den Ball auch kommen sehen. Winkel war auch relativ spitz. Ja, muss er halten. Ja, zweite Spielhälfte, wieder die Waliser Nichts mit dem passiert bis nächsten dato. Schüsschen, kann man so sagen. Absolut, mehr das Prädikat Schüsschen. Naja, Ja, jetzt kommen wieder die Türken nach vorne, wieder gut verteidigt von den Walisern. Aber sie kommen nochmal zur Chance, aber schlecht abgeschlossen hier. definitiv, ja. Ja, derweil irgendwie so ein Geplänkel auf beiden Seiten, keine zwingenden Chancen. Ja. Ein Hin und Her, aber mit nicht tollen Abschlüssen hier. Die einzige richtig gute Chance von Bale. Das nach war der Ecke. einzige Schuss, der war auch nicht einmal aufs Tor. Nicht einmal aufs Erinnerst Tor, du dich sondern- einen Schuss aufs Tor? Nicht wirklich. Eigentlich nicht, oder? Freistoß für die Türken, ja. Kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss, ja. Ja, gut Auch verteidigt geklärt. wieder. Und vielleicht jetzt noch die letzte Chance. Ne? Sie spielen nach außen. Ah, das dauert zu lange. Eine Flanke vielleicht Sie noch. er lässt das noch rennen, die Partie. Cananoglu nochmal. Ah, die Flanke findet keinen. Oh, 0:0 zwischen Wales und Türkei. Wales wackelt ein bisschen, meiner Meinung nach. Ja, das Problem ist einfach, wenn man nur sich auf einen Spieler in der Mannschaft verlässt, ist das oftmals zu wenig. Aber ich muss offen ehrlich sagen, beide Mannschaften haben mich hier enttäuscht. Also, die werden, glaube ich, nicht weiterkommen. Ja, Wales hat jetzt seinen ersten Punkt geholt in dieser Gruppe. Und die Türkei hat das zweite Unentschieden schon.
Ja, und jetzt schauen wir uns an, wie Italien gegen Schweiz ist. Weil das ist wahrscheinlich eher das Spiel um den Gruppensieg dann wahrscheinlich. So ist es. Die zwei Mannschaften werden sich's ausmachen müssen. Italien muss hier den Sieg einfahren, um auch wirklich noch reelle Chancen zu haben. Ja, dann starten wir rein in die nächste Partie. Die Italiener und die Schweizer werden sich wahrscheinlich gut kennen. Viele gemeinsam in den Teams schon gespielt. Bonucci mit der Kapitänsbinde, Ja, schon älterer Mann in der Nationalmannschaft. der bringt die Ruhe mit. Ja, Schweiz ziemlich jung noch aufgestellt. Ja, starten wir rein in die Partie. Italien mit dem Anstoß. Und die erste Chance. Klares Nicht den Abseits. Schweizer, war ein klares Abseits. Ja, war er zu schnell dran schon. Ganz klar. Ja, aber die Idee war gut. Die Seite war hier offen, wenn man sieht, der Außenverteidiger ist ein bisschen hinten nach. Hätte er allein aufs Tor zu laufen können, etwas zu früh gespielt. Die Italiener von außen, Florenzi, Jetzt kommt dribbelt rein, Italien. Flanke. Gute Parade vom Sommer. Ja, Nochmal in der Zeitlupe zu sehen. macht War er wichtig, gut. dass er den hat. Im 5-Meter-Raum muss er den aber auch haben. Und wieder die Italiener. Schöner Pass auf Immobile. Und schlechte Reingabe. Das war eine Mischung aus Schuss und Hereingabe. Ich war nicht ganz sicher, glaube ich, was er da Jetzt machen kommen soll. wieder die Italiener vor das Insigne, Tor und jetzt steht es 1 zu Tor. 0 für Italien. Ja, gut, verdient. Eindeutig besser bis jetzt in der ersten Hälfte. Absolut. Und Insigne, den kennen wir. Der ist klein und flink, der hat einen guten Schuss. Macht er gut. Ja, und somit würde, wenn das Spiel so ausgehen würde, Italien jetzt vorne Führung mitspielen. übernehmen? Geht sich das aus? Ich Glaube ich schon. müsste es so sein. Einen Punkt im Türkei-Spiel geholt, müssten jetzt Punkte. 4 Punkte haben. Ich glaube, mehr gibt es noch nicht, weil wieder ein Unterschied in der vorigen Partie war. So ist es, ja. Jetzt einmal die Schweizer, Ende der ersten Halbzeit. Rodriguez, der Rodriguez. Außenverteidiger. Stark gemacht, will den Elfmeter wieder erzwingen, wie in der Stark. ersten Partie gegen Wales. Aber wird nichts draus. Gut gemacht. Und jetzt 1 in Halbzeit. der Halbzeit, ja. Stark von Italien. Aber Kommen die Schweizer kommen gut aus der Pause. In die zweite Hälfte. Flanke, gut. Vom Torhüter aufgepasst. Wieder Italien jetzt nach Bernardeschi, vorne. Verratti, Pass. schöner Pass. Und da, der ist ganz, da ganz. hat der Barella keine Mühe mehr. Sehr Locker. schön gespielt. Sehr, sehr schön gespielt. 2-0 für Italien. Ja, zu diesem Zeitpunkt verdient. Wenn man die Tore nicht macht auf der einen Seite, kassiert man sie auf der anderen. Ist richtig. Jetzt nochmal schöner Passe durchgespielt. Perfekter Laufpass und dann ist Sommer. Sehr gut. Nicht so gut gestanden. Und kann dann in dem Fall nichts mehr da machen. Kann er gar nichts mehr dagegen machen. Nein, wunderschön gespielt, wirklich, muss man sagen. Steht allein vom Tor, er kann sich die Ecke aussuchen, schiebt rechts flach ins Eck ein. Super. Ja, jetzt kommt die Schweiz wieder nach vorne. Die müssen natürlich jetzt den Anschlusstreffer erzwingen. Mit einer nicht so starken Chance. Riecht für mich mehr nach Verzweiflung mit Schüssen außerhalb vom 16er. Die Italiener, wenn sie eins können, dann ist das Catenaccio-Fußball, wie wir es von früher kennen, hinten dicht machen. Also die Schweizer werden es jetzt ganz schwer haben. Ja, wieder über die Außen die Schweiz mit dem Angriff. Flache Reingabe. Und wieder Das war der Donnarumma. junge Shaqiri. Junge Shaqiri, sage ich. Der ist auch schon in die Jahre gekommen. Den hätte er machen müssen. Gut die Beine zugemacht vom Tormann. Mhm. Und die darauffolgende Ecke jetzt. Wieder Wieder gut gut gehalten. gehalten. Und nochmal gut gehalten. Wahnsinn. Stark vom Torhüter. Ja, da merkt man, Italien hat hinten einen ziemlich guten Tormann. Absolut. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn der Nächste irgendwann Chance für in Italien, das müsste ja eigentlich Auf, Ei, ei, leichtfertig ei, ei, ei. vertändelt. müsste eigentlich das 3-0 sein, wollte ich gerade sagen, ist es nicht geworden. Ja, dabei bleibt es. 2-0 Dann Italien. bleibt es beim 2-0, Stark. richtig. Sicherlich auch Donnarumma mitverantwortlich mit seinen starken Paraden gegen Ende, vor allem gegen Ende des Matches. Wäre da noch einmal ein Tor gefallen, wäre das vielleicht noch ins Wackeln gekommen. Ja. Ja, dann war es das mit der Gruppe A von diesem Spieltag. Jetzt das nächste Spiel kommt die Gruppe B, da spielt Russland gegen Finnland. Können die Russen sich gegen die Finnen durchsetzen? Denke schon, ja. Denke schon.
die Finnen sind dann einfach am Ende des Tages noch nicht auf dem Level. Die Russen sind jetzt einfach schon immer öfter bei den Turnieren dabei gewesen, haben die Turniererfahrung und sind auch schon weit vorangekommen. Was ist deine Einschätzung, wie weit würden es die Russen schaffen, um halt auf alle Fälle Gruppen weiterkommen? Oder? Das denke ich schon. Gruppe weiterkommen, ja, viel mehr glaube ich aber nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, die letzte Partie des Spieltags Nummer 6 schauen wir uns an, zwischen Russland, also Finnland gegen Russland. Dann fangen wir an mit den Highlights. Los. Ja, die Partie könnte entweder einseitig ausgehen für die Russen, aber andererseits könnte es auch ein Unentschieden werden. Wenn die Finnen gut dagegenhalten, die ersten Partie gut gespielt, die Finnen gegen Dänemark auf alle Fälle. Ich glaube, die Rollen sind hier verteilt. Russland, glaube ich, weiß, dass sie die Favoritenrolle hier in dieses Spiel gehen werden, versuchen das Spiel zu machen und die Finnen wohl eher hinten dicht halten. Gleich der erste Ballverlust der Finnen und die Russen marschieren vor. Russland gleich Vollgas, schöner Pass. Ja, und sind schon im Nach 16er. vorn und die Flanke war dann eher weniger. Technisches Unvermögen, ja, schade. Ja, wir gehen weiter Weiter die rein. Russen. Nächste Chance für die Russen. Flanke abgefangen. Erster Eckball, 7. Minute. Gleich die Ecke jetzt im Anschluss. Ja, schön vom Auch hier wieder. Man muss sagen, bei diesem Turnier zeichnet sich ab, die Tormänner kommen immer weit raus und Ja, spielen und mit. Die erste Russland Chance, mit der 1 zu ersten 0! für die Russen. Da ist es. Da ist es. Cherichev, den kennt man. Den vom Namen kennen wir, her. den kennen wir, ja. Ja, ich glaube, in der Richtung wird es weitergehen. Jetzt wird's sehr Schöner schwierig. Laufpass auf alle Fälle auf Cherichev. Mhm. Und da war der Torhüter dann, glaube ich, chancenlos sogar. Und Ja, komplett schön ohne Chance, rausgespielt. steht allein vor ihm, flach ins Eck. Keine Chance. Keine Chance, aber zu diesem Zeitpunkt verdient. Ich glaube, in der Donut geht es weiter, wie gesagt. Die Finnen müssen hier ein bisschen aufpassen, dass sie vielleicht nicht sogar eine Klatsche bekommen. Cherchesov, den kennen wir aus der österreichischen Liga, den Trainer der Russen. Der freut sich mit. Ja, Russland geht nach 30 Minuten mit 1 zu 0 in Führung. Und das geht Und weiter. jetzt kommen die Finnen mal Richtung Tor mit der ersten starken Chance und tolle Parade Gut, ja. vom Torhüter hier. Und Jetzt schon sind wieder aber wieder die Russen am Die Zepter. Russen nach vorne, kein Abseits hier, Kurzer schön Verdacht, zurückgespielt, gut verteidigt. Jetzt die Schlussminuten dieser ersten Hälfte. Ja. Wieder gut Wieder die gespielt, bringen den Russen und da rutscht er leider weg. Dann etwas in den Rückraum gespielt. Ja, Schade, und hinter den Rücken. Das wäre sonst die hundertprozentige. Definitiv. Den Chance hätte er nur noch gewesen. einschieben müssen. Ja, jetzt sind wir in der zweiten Hälfte, wieder Russland mit einem Freistoß. Lange nichts passiert anscheinend, das Spiel plätschert dahin. Aber die einzige Mannschaft, die spielt, ist eindeutig Russland. Ja. Jetzt wieder eine Flanke von Russland. Ich glaube, Russland will jetzt den Deckel drauf machen. Ja, und das, ja, weiß man nicht, ob das Flanke oder Schuss gewesen sein soll. Ich glaube, ein Man weiß es abgerissener Schuss. Glaube ich auch, ja. Ja, Sollte eher ein definitiv. Schuss werden. Ja, jetzt kommt Finnland mit einem Eckball. Vielleicht Ja. eine Standardsituation. Schlecht, Ausgleich, sehr aber schlecht die Ecke war ausgeführt. schlecht ausgeführt. Nun sind wir in der Schlussphase. Wieder Können die die Russen Russen jetzt noch vom eins Tor. machen? Probieren es. Abgefälschter Schuss. Fersal im gegnerischen 16er. Schnelles Schön, Passspiel schön. und Abschluss. Guter Schuss. Das Und war's wohl, sollte oder? es gewesen sein und hier nochmal kurz die Zeitlupe vom Schuss. Schön herausgespielt. Und dann der Schuss. Andere Situation. Radetzky hält den fest, wehrt ihn nicht einmal zur Ecke ab. Ja, und das war's. Russland. Ja, knapp aber doch. Ich Gewinnt. hätte mir einen höheren Sieg erwartet, aber machen sie gut. Ja, und die Finnen auch gut verteidigt, meiner Meinung nach. Ja, Aber Finnen sind jetzt am Boden zerstört, die wissen, das war's wahrscheinlich mit ihren Aufstiegschancen ja, sie haben die erste Partie gewonnen, also 3 Punkte haben Dennoch. sie ja schon. in der Gruppe. Mit Belgien auf alle Fälle haben sie ja noch das Spiel. So ist es. Da holen sie keine Das könnte Punkte noch mehr. interessant werden. Ich glaube auch, dass es für die Finnen das jetzt war. Ja, das war's mit dem 6. Spieltag für uns. Geht dahin. Waren interessante Spiele dabei, auf alle Fälle. Ja. Russland hätte mehr Tore schießen können, wie du schon Am auch Ende des gesagt hast. Tages zählen die 3 Punkte. Richtig. Ja, die Gruppen nach dem 6. Spieltag
Italien führt die Gruppe A an mit 4 Punkten. Verdient, meiner Meinung nach. Dann also Wales mit 1 Punkt nur, ganz weit hinten. Sogar noch hinter der Türkei, die haben sich die 2 Punkte ergattert. Und Schweiz dann dabei auf Platz 2 mit 3 Punkten. Ja. Habe ich mir ein bisschen so erwartet. Für Italien war natürlich die große Hürde, dass sie über die Schweiz auch drüber kommen und hier sich ein bisschen den Druck im letzten Spiel nehmen zu können, um Platz 1 festigen zu können. Ich glaube auch, dass die Schweiz im letzten Spiel nochmal über sich hinauswachsen wird, den 2. Platz auch halten wird. Die Türken haben aber, glaube ich, ganz gute Chancen als Lucky Loser noch dann weiterzukommen. Warten wir am 3. Spiel. Ja, die Ausgangssituation ist ja, wer mehr Tore geschossen hat oder wer mehr Tore kassiert hat, Tordifferenz dann. Ja. Da geht es ja dann darum, wer weiterkommt. Und die Türkei hat bis jetzt keins geschossen oder keins bekommen. Das ich dachte, das geht nach Punkten. Ja, nach Punkten natürlich und weiters dann nach Toren. Ja. Also wenn es dann bis zu den Toren geht, hat die Türkei eigentlich gute Chancen mit keinem Treffer und keinem Gegentreffer. Ja, das war's mit dem 6. Spieltag. Ich bedanke mich wieder bei dir. Es war mir immer eine Freude. Und ich verabschiede mich. Vielen Dank.